Einen guten Morgen zusammen. Euch wahrscheinlich im Wohnzimmer, jeder an seinem Platz. Auf meiner Uhr ist es jetzt 8:15 Uhr, in einer Viertelstunde. Da wäre normalerweise der erste Palmsonntagsgottesdienst in einer unserer Kirchengemeinde. Das heißt, Pater Ankit ja dann unser indischer Mitbruder in einer anderen Gemeinde. Also in einer Viertelstunde wären da die ersten Gottesdienste normalerweise. Aber was ist in der Zeit schon normal? Wir begehen Palmsonntag nach wie vor, aber eben auf eine ganz andere Art. Noch einmal, ihr daheim am Bildschirm oder Fernseher und ich bin hier im Gewölbekeller vom Pfarrhaus hergerichtet als Krypta, wo wir jetzt schon seit einer starken Woche Tag für Tag Impulse, Gebete und Gottesdienste mitkriegen, feiern. Ich sage bewusst feiern, weil ich zwar hier unten leider Gottes allein bin und auch allein sein soll, und zugleich spüre ich, dass ich eben nicht nur in einen Laptop reinrede, sondern es ist in den Tagen von Anfang an eigentlich eine ganz intensive Beziehung zu euch hingewachsen. Deswegen traue ich mich auch zu sagen, wir feiern miteinander Palmsonntag. Und wir singen das Lied Nummer 280 im Gotteslob. 280. Singt dem König Freudenpsalmen, Völker ebnet seine Bahn. Zion, streu ihm deine Palmen, sieh, dein König naht heran, der aus Davids Stamm geboren, Gottes Sohn von Ewigkeit, uns zum Heiland auserkoren, er sei hoch gebenedeit. David sah im Geist entzücket den Messias schon von fern, der die ganze Welt beglücket, den Gesalbten unserm Herrn. Tochter Zion, streu ihm Palmen, breite deine Kleider aus, sing ihm Lieder, sing ihm Psalmen, heut beglücket er dein Haus. Viele bedauern ja sehr und leiden richtig darunter, dass Ostern dieses Jahr ganz anders stattfinden muss. Es fällt ja Ostern nicht aus, aber der ganze Ablauf, die Osterfeierlichkeiten, das private Zuhause, der Osterspaziergang wahrscheinlich und eben auch die Ostergottesdienste, alles kann in der gewohnten Form nicht stattfinden. Nicht Ostern fällt aus, aber sehr wohl die Osterfeierlichkeiten in den Kirchen und Gottesdiensten. Und zugleich dürfen wir daran denken, Ostern gibt es nicht ohne den Weg dahin. Und diesen Weg Jesu, das ist ein Leidensweg, den er davor ging. Und wie viel Versagen von uns Menschen wird auf diesem Leidensweg deutlich. Und zugleich, wie stark leuchtet die Treue Gottes auf und wie tief seine Liebe zu uns Menschen geht.
Wir sind gestern Abend in 2 Teilen in die Palmsonntagsliturgie hineingegangen, im Blick auf die Palmen und im Hören der Leidensgeschichte aus der Perspektive verschiedener Personen, die da eine wichtige Rolle spielen. Und jetzt feiern wir die Eucharistie, das heißt Tod und Auferstehung Jesu. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch und auch mit meinem Geiste, auch mit mir. Die Nummer 279 im Gotteslob. 279 und anschließend werde ich dann symbolhaft hier drin die Palmen weihen, die hier sind. Es ist zum einen dieser Palmen hier, der dann wieder in die Pfarrkirche kommt, und hier auch unser Esel Freddy ist heute mit einem Palmzweig geschmückt. Jetzt die Nummer 279. Hosanna dem Sohne Davids, Kyrie eleison. Du König deines Volkes, Kyrie eleison. Gesegnet der kommt im Namen des Herrn, Christe eleison. Gesegnet das kommende Reich, Christe eleison. Dir sei Herrlichkeit in der Höhe, Kyrie eleison. Sohn Davids, erbarme dich unser, Kyrie eleison. Gott, am heutigen Tag huldigen wir Christus als dem Herrn des Lebens. Wir bitten dich, segne unsere Palmen und Zweige, die wir ihm zu Ehren bereitet haben. Sie sind Zeichen unseres Vertrauens zu ihm, der uns in seinem Leiden zeigt, wie tief seine Liebe geht. Die Palmen und Zweige finden ihren Platz in unserem Zuhause und an unseren Kreuzen, und sie finden den Weg zu unseren Kranken. Bring ihnen und uns allen Segen, Hoffnung, Heil und Frieden. Lass uns mit ihm verbunden bleiben und gib, dass wir Jesus als unseren Bruder an der Seite finden, ihn, der mit uns geht und der uns hinführt zum ewigen Leben. Amen. Der Jesus darf das Weihwasser hüten, er hat's auf seinen Schoß, er, der Quelle für unser Leben ist und zu dem wir durch die Taufe gehören dürfen. Jetzt hören wir das Evangelium, die frohe Botschaft des heutigen Tages. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Bethphage am Ölberg kam, da schickte er 2 Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt,
Dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt, der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen, Hosanna dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Als er in Jerusalem einzog, da geriet die ganze Stadt in Aufregung und man fragte, wer ist das? Die Leute sagten, das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Von der Nummer 280 singen wir jetzt die dritte Strophe. 280, Strophe 3. Sieh Jerusalem, dein König, sieh voll Sanftmut kommt er an. Völker seid ihm untertänig, er hat allen wohlgetan, den die Himmel hoch verehren, dem der Chor der Engel singt, dessen Ruhm sollt ihr vermehren, da er euch den Frieden bringt. Lasset uns beten. Heiliger, ewiger Gott, deinem Willen gehorsam hat unser Erlöser Fleisch angenommen. Er ist Mensch geworden. Er hat sich selbst erniedrigt und sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf uns, dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen und an seiner Auferstehung Anteil erlangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und zum Leben führt in alle Ewigkeit. Amen. Die Leidensgeschichte, die haben wir, wie schon erwähnt, gestern Abend betrachtet und gehört aus der Perspektive verschiedener Personen. Jetzt in diesem Gottesdienst, in dieser Eucharistiefeier, die Lesung, die auch das Leiden aufgreift, nämlich das Leiden des Gottesknechtes.
Als die Babylonier im 6. Jahrhundert Jerusalem zerstört haben und viele Bewohner in die Gefangenschaft mitnahmen, da formulierten die Israeliten Lieder vom leidenden Gottesknecht. Und die Christen sehen in dem leidenden Gottesknecht den leidenden Jesus. Beim Propheten Jesaja heißt es: Gott, der Herr, gab mir die Zunge eines Jüngers, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und denen, die mir den Bart ausrissen, meine Wangen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Doch Gott, der Herr, wird mir helfen, darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie ein Kiesel. Ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Auf diese Lesung hin beten wir jetzt miteinander einen Psalm. Wir finden ihn im Gotteslob bei der Nummer 41. Gotteslob 41. Ich hoffte, ja, ich hoffte auf den Herrn. Da neigte er sich mir zu und hörte mein Schreien. Er zog mich herauf aus der Grube des Grauens, aus Schlamm und Morast. Er stellte meine Füße auf den Fels, machte fest meine Schritte. Er legte mir ein neues Lied in den Mund, einen Lobgesang auf ihn, unseren Gott. Viele werden es sehen, sich in Ehrfurcht neigen und auf den Herrn vertrauen. Wohl dem Mann, der auf den Herrn sein Vertrauen setzt, sich nicht zu den Stolzen hält, noch zu treulosen Lügnern. Zahlreich sind die Wunder, die du getan hast und deine Pläne mit uns. Herr, mein Gott, nichts kommt dir gleich. Wollte ich von ihnen künden und reden, es wäre mehr, als man zählen kann. An Schlacht- und Speiseopfern hast du kein Gefallen. Brand- und Sündopfer forderst du nicht. Doch das Gehör hast du mir eingepflanzt, darum sage ich ja, ich komme. In dieser Schriftrolle steht, was an mir geschehen ist. Deinen Willen zu tun, mein Gott, macht mir Freude. Deine Weisung trage ich im Herzen. Gerechtigkeit verkünde ich in großer Gemeinde. Meine Lippen verschließe ich nicht, Herr, du weißt es. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht im Herzen. Ich spreche von deiner Treue und Hilfe. Ich schweige nicht über deine Huld und Wahrheit vor der großen Gemeinde. Du, Herr, verschließ mir nicht dein Erbarmen. Deine Huld und Wahrheit mögen mich immer behüten. Denn Leiden ohne Zahl umfangen mich, meine Sünden holen mich ein, ich vermag nicht mehr aufzusehen. Zahlreicher sind sie als die Haare auf meinem Kopf, der Mut hat mich ganz verlassen.
gewähre mir die Gunst, Herr, und reiß mich heraus. Herr, eile mir zu Hilfe. Alle, die dich suchen, frohlocken, sie mögen sich freuen in dir. Die dein Heil lieben, sollen immer sagen, groß ist Gott der Herr. Ich bin arm und gebeugt, der Herr aber sorgt für mich. Meine Hilfe und mein Retter bist du, mein Gott, säume doch nicht. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. An Palmsonntag im Jahr 2007, da hat der damalige Papst Benedikt XVI. Gesagt, in der früheren Liturgie des Palmsonntags pochte der Priester mit dem Vortragskreuz mächtig an die verschlossene Kirchentür, die sich auf das Pochen des Kreuzes hin auftat. Mit dem Kreuz hat Jesus die Tür zwischen Gott und Mensch aufgestoßen, sie steht offen. Der Herr klopft mit seinem Kreuz an die Türen unseres Herzens, die so oft und so weithin für Gott verschlossen sind. Und er sagt uns gleichsam, wenn schon die Gottesbeweise der Schöpfung dich nicht für Gott auftun können, wenn schon das Wort der Schrift und die Botschaft der Kirche dich unberührt lassen, sieh doch mich an, den Gott, der für dich zu einem Leidenden geworden ist, der selber mitlitt. Sieh, dass ich leide um dich und tu dich auf für mich, deinen Herrn und deinen Gott. Wir bekennen uns zu ihm im Credo und das ist die Nummer 177, 1 und 2. 177. Wir singen da den Kehrvers nur am Anfang und am Ende. Credo in unum Deum, credo in unum Deum, credo in unum Deum, credo in unum Deum. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.
Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Credo in unum Deum, credo in unum Deum, credo in unum Deum, credo in unum Deum. Treuer Gott, der Leidensweg Jesu, ein Weg, der sich hineinzieht bis in unsere Zeit. Höre unser Beten. Wir suchen die Verbindung mit allen, die in unseren Tagen einen Kreuzweg zu gehen haben. Wir beten für alle, die Leid getroffen hat. Wir bitten für alle Kranken. Wir bitten für alle, die in Ängsten und in Unsicherheit leben. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Wir beten für alle, die wie Veronika für Leidende da sind. Wir beten für alle, die wie Simon von Cyrene anderen ihr Kreuz tragen helfen. Wir beten auch für jene, die anderen ein Kreuz aufladen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gott unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle, die Leid in dieser Welt verursachen. Für alle, die ihren Hass ausleben. Für alle, die die Not anderer ausnutzen und kein Mitgefühl zeigen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Und Gott, wir bitten dich, sieh hinein in die Herzen von uns allen. Nimm wahr die Nöte und Sorgen unserer Zeit. Sieh hin auf alles Gewaltvolle, Friedlose. Sieh hin auf alle Verunsicherungen unserer Welt und auf alle Heilung, derer unsere Welt bedarf. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gott, mach unser Beten fruchtbar für die Menschen, an die wir denken. Mach es fruchtbar für ein Stück mehr Menschlichkeit. Mach es fruchtbar auch für unsere Gemeinden und für unser eigenes Leben. Amen. Ja, dann geht es jetzt rein in die Mahlfeier und normalerweise würde jetzt ja auch das Opferkörbchen, der Klingelbeutel durchgehen. Die Kollekte an Palmsonntag, die ist immer für das Heilige Land bestimmt
Und da haben wir ja im Mitteilungsblatt geschrieben, dass für wichtige Projekte, soziale und karitative und auch pastorale Projekte im Heiligen Land, dass da diese Palmsonntagskollekte ganz wichtig ist und dass sie dieses Jahr eben über eine Spende auf ein Sonderkonto gegeben werden kann. Die Kontonummer, die lese ich jetzt nicht vor, da schauen Sie bitte dann ins Mitteilungsblatt rein. Unter anderem heißt es, dass mit dieser Kollekte Einrichtungen unterstützt werden, wie die Schmidt-Schule für arabische Mädchen, die Daumizio-Abtei in Jerusalem oder das Alten- und Pflegeheim Beit Emaus in Palästina und ganz viele andere, wie gesagt, soziale und karitative Einrichtungen. Vergelt's Gott. Wir bringen das Brot, wir bringen den Wein, wir bringen uns selber, wir sind dein. Wir bringen das Brot, wir bringen den Wein, wir bringen uns selber, wir sind dein. Gott, du bist mit uns in deinem Sohn Jesus Christus. Du bist mit uns, wenn wir sein Mahl feiern. Wir bringen unsere Gaben dar. Höre unser Beten, unser Singen. Sieh unseren Glauben, unser Vertrauen, unsere Liebe. Sieh auch alles Mühsame und Verwundete. Sieh unser Leben und nimm uns hinein in die verwandelnde Kraft deines Geistes. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Liebe zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Er war ohne Sünde und hat für die Sünder gelitten. Er war ohne Schuld und hat sich ungerechtem Urteil unterworfen. Sein Tod hat unsere Vergehen getilgt, seine Auferstehung uns Gnade und Leben erworben.
Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, singen dir ein Loblied, Herr. Alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruhe. Heilig, heilig, heilig zu. Heiliger Gott, in deinem Namen feiern wir das Mahl deines Sohnes, seine Hingabe in unser Leben. Und wir bitten dich, sende herab deinen Heiligen Geist auf diese Gaben, wandle sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er beim Mahl das Brot, sagte dir seinem Vater Dank. Er brach das Brot, reichte es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt, esst alle davon, das ist mein Leib, hingegeben für euch. Nach dem Mahl nahm Jesus den Kelch, er dankte wieder, reichte ihn seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Komm, o Herr, bleib bei uns, komm, o Herr, Leben der Welt. Gütiger Vater, wir feiern das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Und wir bringen dir mit Vertrauen das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Hab Dank, dass du uns beim Namen kennst, unsere Lebenswege mitgehst und führst. Und hab Dank, dass du uns alle gerufen hast, in deiner Nähe zu sein, dir zu vertrauen, dich und dein Wirken zu erfahren und zu bezeugen, dir zu dienen. Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins und heil werden durch deinen Heiligen Geist. Treuer Gott, denke an deine Kirche überall auf dieser Erde, wo immer sich Menschen in deinem Namen versammeln, an dich glauben, dir vertrauen, nach dir suchen und fragen. Stärke dein Volk im Vertrauen und mach uns alle tief und fest in der Liebe. Darum bitten wir, verbunden mit allen, die zu uns gehören, verbunden mit allen, an die wir denken. Darum bitten wir, verbunden mit allen, die in deinem Dienst stehen. Darum bitten wir in Gemeinschaft mit unserem Bischof Gebhard und unserem Papst Franziskus.
Treuer Gott, sieh hinein in unsere Welt. Sieh hin auf alle Menschen, die wir dir anvertrauen. Und sieh uns mit unserem eigenen Leben. In unser Beten nehmen wir unsere Verstorbenen hinein. Sieh hin auf unsere verstorbenen Angehörigen, auf alle Verstorbenen dieser Tage. Sieh hin auf alle Opfer dieser Corona-Pandemie. Sieh hin auf alle Opfer von Gewalt, Hass, Terror und Krieg. Nimm sie alle hinein in deinen Frieden. Lasse dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, mach weit dein Herz für uns alle, gib, dass auch uns ewiges Leben geschenkt wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit all den vielen, die sich deinem Wirken geöffnet haben, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. An ganz vielen Plätzen, Orten, in ganz vielen Zimmern und Häusern, da wird jetzt dieses eine Gebet gesprochen, in dem sich all unser Beten bündelt. Das Gebet Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns Menschen vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Blick auf Palmsonntag und die Woche, in die wir hineingehen. Jesus, du, der du den Wein austeilst, musst Essig trinken. Du, der du die Hand nicht hebst zur Abwehr, wirst geschlagen. Du, der du den Verlassenen suchst, wirst verlassen. Du, der du die Wunde heilst, wirst durchbohrt. Du, der du die Menschen begnadigst, wirst gnadenlos getötet. Sei barmherzig und führe uns Menschen zum Frieden. Es sei dieser Friede Jesu jetzt und alle Zeit mit euch. Shalom. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden.
Seht und erkennt Christus im einfachen Zeichen Brot, gebrochen für uns. Er, der Herr, der sich hineingibt in unser Leben. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Noch kommen sie aus allen Löchern gekrochen, noch lassen sie alles stehen und liegen für dich. Noch stehen sie Spalier und winken, noch freuen sie sich, wenn du kommst. Noch gehen sie dir entgegen und begrüßen dich. Noch öffnen sie dir ihre Häuser und Herzen. Noch bieten sie dir einen Platz an ihren Tischen und in ihrer Gesellschaft. Noch träumen sie von dir und himmeln dich an. Noch erwarten sie viel von dir. Noch setzen sie ihre Hoffnungen allein auf dich. Noch wollen sie dich einreihen in ihr Weltbild. Noch wollen sie dich siegen lassen, um an deinem Ruhm zu verdienen. Noch wollen sie in deiner Nähe sein, um auf ihre Kosten zu kommen. Noch kommst du ihnen gelegen und bist nützlich. Aber die Zeiten ändern sich schnell und dann bist du draußen, weg vom Fenster, eine Persona non grata, ein rotes Tuch, ein lebender Toter. Dann bist du einer von den vielen Abgeschriebenen, stigmatisiert, abgestempelt, mit dem Keinsmal behaftet, vertrieben aus ihrer heilen Welt, nutzlos geworden über Nacht, vertrieben aus ihrer heilen Welt, nutzlos geworden über Nacht. Ach so, ich vergaß, die Welt ist ja gar nicht so heil. Sie braucht ja so sehr die Heilung. Sie braucht ja, Herr, dich, den Heiland. Komm, Herr, und säume nicht. Amen. Gottes Segen für heute, Gottes Segen für morgen, Gottes Segen für unser Leben. Der Herr sei mit euch. Göttliche Kraft, stärke deinen Rücken, sodass du aufrecht stehen kannst, wo man dich beugen will. Gottes Zärtlichkeit bewahre deine Schultern, sodass die Lasten, die du trägst, dich nicht niederdrücken. Gottes Weisheit bewege deinen Nacken, sodass du deinen Kopf frei heben und ihn dorthin neigen kannst, wo deine Zuwendung vonnöten ist. Göttlicher Segen sei mit dir und mit all den Deinen. Gottes Segen sei mit seiner ganzen Schöpfung. Der Segen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mir nachspricht Christus unser Held, das ist jetzt unser Schlusslied, die Nummer 461. Also 461. Die erste Strophe. Mir nachspricht Christus unser Held, mir nach ihr Christen alle, verloren
euer Kreuz und Ungemach. Auf euch folgt meinem Wandel nach. Und jetzt wünsche ich euch alle, bleibt in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Ein guter Palmsonntag und eine gute Karwoche. Schritt für Schritt werden wir den Weg durch die Karwoche gehen und Tag für Tag werde ich hier in dieser Krypta sein, dass wir die Möglichkeit haben, miteinander diesen Weg auch zu gehen, einander gut zu tun und einander zu stärken. Und ich muss nochmals sagen, ich war jetzt hier bei der Eucharistiefeier, was ja eigentlich undenkbar ist, dass man die ganz alleine feiert. Ich war jetzt hier und bin allein in dem Raum und trotzdem im Herzen und im Gedanken und im Geist so sehr verbunden mit euch alle. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich hier allein bin. Und ich hoffe, umgekehrt geht es euch genauso. Und es wird ja auch deutlich in viele Rückmeldungen, die ich alle beantworte, allerdings nicht alle auf einen Schlag. Bitte habt Geduld, so nach und nach komme ich da voran. Jetzt werde ich mich auf den Weg machen, um die Palmzweige und Palmen in unseren Kirchen zu segnen. Da noch ein großes Danke alle, die da tätig waren und es ermöglichen. Ich werde jetzt hier in Böttingen beginnen, dann nach Mahlstedt fahren, dann nach Königsheim, dann nach Bubsheim, dann nach Egesheim, dann nach Reichenbach. Und letztlich wird es so sein, dass man, so habe ich auch geschrieben, ab 12 Uhr überall dann die Palme holen kann. Aber ihr habt es jetzt gehört, wer schon ein bisschen früher sich auf den Weg machen möchte, dass sich das alles verteilt. Ihr wisst ja, was man beachten muss und woran wir uns halten wollen. Also deswegen habe ich jetzt auch die Orte eigens erwähnt. Habt einen guten Tag, bleibt in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.